Mein Name ist Karl Paul, ich bin Landwirt oder Bauer in Rückersdorf-Hamannsdorf. Das ist 6 Kilometer nördlich gelegen von Korneuburg. Wir bewirtschaften einen Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt Kartoffelbau, wobei die gesamte Anbaufläche an Kartoffeln etwa 50 Hektar ausmacht. Im vergangenen Jahr war der Verlust rein durch den Drahtwurm auf meinem Betrieb 200 Tonnen. Der Drahtwurm ist einer der gefährlichsten Schädlinge im Ackerbau, da er über einen längeren Zeitraum im Boden verweilt, bevor er sich verpuppt. Das können 2 bis 5 Jahre sein. Und in jedem Jahr hat er mehrere fraßaktive Phasen. Das heißt, er schädigt nicht nur im Frühjahr die Keimlinge, sondern auch das Erntegut im Spätsommer und Herbst. Da sind vor allem Kulturen betroffen, zum Beispiel die Kartoffel oder aber auch der Spargel. Und wenn das Erntegut befallen ist, dann ist es schwer bis gar nicht verkäuflich. Mein Name ist Patrick Hahn. Wir haben eigentlich 2 Hauptaufgaben im Rahmen des Projekts gehabt. Die eine Aufgabe war, geeignete Versuchsflächen für Versuchsanlagen zu finden und mit welchen Drahtwurmarten hat man es auf dieser Fläche eigentlich zu tun. Drahtwürmer sind die Larven von Schnellkäfern und von diesen Schnellkäfern gibt es in Mitteleuropa ungefähr 160 Arten. Zum Glück kommen da jetzt nicht alle in landwirtschaftlichen Flächen vor, sondern ungefähr so 25 bis 30 Arten kann man in landwirtschaftlichen Flächen finden. Und da sind es vor allem die Humus- oder die Saatschnellkäfer aus der Gattung Agriotes. Diese Käfer sind sozusagen die Eltern der Drahtwürmer und die Drahtwürmer sind die Larven von diesen Schnellkäfern. Und diese Larven leben für mehrere Jahre im Boden. Da verbringen sie ihre Zeit hauptsächlich mit Fressen und damit, dass sie größer werden. Das dauert eben zwischen 3 bis 4 Jahre und durch die Klimaerwärmung aber beginnt sich das Ganze zu beschleunigen. Also die entwickeln sich auch jetzt schneller, also dass das nur mehr 2 bis 3 Jahre dauert. Der Drahtwurm ist sicherlich nicht unbedingt der Freund, aber er gehört zur Natur dazu. Man muss lernen, damit umzugehen. In der Kartoffelproduktion braucht man ihn nicht und deswegen braucht man adäquate Mittel, Hilfe, Maßnahmen, wie auch immer, um das zu bekämpfen. Bei uns geht es um Existenzen. Wir leben aus dem, was wir von Kartoffelproduktion haben. Und noch 1 oder 2 Jahre mit so viel Schäden, wie wir es letztes Jahr gehabt haben, und die Kartoffelproduktion in Tirol bzw. Österreich wird verschwinden. Momentan sind wir ziemlich ratlos, weil was soll man machen? Pestizide einsetzen sind erstens sind sie verboten, zweitens wollen wir es im Prinzip gar nicht. Dass Partien wie diese zum Beispiel da, wo wir da sehen, das ist eher Drahtwurm befallener, der ist Drahtwurm befallen und so weiter, wo mehr als 50% schon angefressen sind vom Drahtwurm. Die Partie muss man de facto als Totalschaden bezeichnen, weil man die auch nicht mehr sortieren kann. Das heißt also, diese Partie von dem Feld, das waren übrigens 2,3 Hektar, muss man als Totalschaden bezeichnen, die zur Gänze in die Verfütterung oder in die Biogasanlage gehen. Uns interessiert hier besonders, was der Drahtwurm frisst und wer der Drahtwurm ist. Also wir können per DNA-Analyse bestimmen, um welche Art es sich genau handelt und auch, was er gefressen hat. Der Drahtwurm macht uns sehr zu schaffen, weil wir können nicht berechnen, wann er auf welchem Feldstück auftritt oder nicht auftritt. Und wir können nicht aus Vorsorge keine Erdäpfel mehr bauen. Wir bauen unsere Erdäpfel und müssen immer jederzeit damit rechnen, dass plötzlich der Drahtwurm kommt und unsere Ernte zerstört. Der Klimawandel hat sehr viel mit dem Drahtwurm zu tun, weil der Drahtwurm die größten Schäden dann anrichtet, wenn der Boden trocken fällt. Wenn er trocken ist, suchen die Drahtwürmer das Wasser in der Kartoffelknolle und wandern zur Kartoffelknolle hin und stechen eben Löcher rein. Und das passiert eben jetzt durch den Klimawandel immer häufiger, weil die Böden immer häufiger trocken sind. Weil es immer wärmer wird, trocknen die Böden immer schneller aus. Was ihn besonders gefährlich macht, ist, dass man sehr schwer herausfinden kann, ob und wie viel Befall man an einem Standort hat. Wir arbeiten mit einem Pilz und der Insekten befällt, der heißt Metarhizium bruneum. Metarhizium ist eigentlich weltweit in Böden vorhanden, also an sehr unterschiedlichen Standorten. Und es handelt sich dabei um einen Pilz, der
Insekten und andere Arthropoden befällt. Das heißt, das Insekt bewegt sich da durch den Boden und stößt auf eine Metarhiziumspore, die dann an der Oberfläche festklebt. Und von dort aus kann der Pilz dann direkt in das Insekt hineinwachsen und sich im Insekt drinnen vermehren. Der Drahtwurm ist für die Landwirtschaft existenzbedrohlich und der Klimawandel macht die Situation nur noch katastrophaler. Wir haben ein Projekt gestartet und haben im Feldversuch erkannt, dass die Kombination von Pilzgerste und Anlockpflanzen das größte Potenzial hat, etwas gegen den Drahtwurm auszurichten. Allerdings ist hier noch sehr viel Luft nach oben und es gehört bei weitem noch mehr in die Forschung investiert. Was wir aber auf jeden Fall geschafft haben, ist die Verbindung zwischen Landwirtschaft, Forschung und Umweltschutz zu stärken. Insektizide als die schnelle, einfache Lösung, das ist wahrscheinlich auf Dauer gar keine Lösung. Wenn wir weiterhin heimische und vor allem nachhaltig produzierte Kartoffeln in unseren Regalen finden wollen, dann müssen wir alle gemeinsam handeln. Da muss Forschung, Landwirtschaft und Umweltschutz zusammenhalten und eine Lösung finden.